Hallo allerseits. Heute verbringen wir unseren Tag in einem verlassenen Gefängnis. Wir waren in San Francisco und haben uns entschieden, Alcatraz anzuschauen. Eine Insel, die einmal das berühmteste Gefängnis der USA war. Unser Tag hat mit Meeresfrüchten angefangen. Wir waren an einem Ort und ich weiß nicht, ob man das ein Restaurant nennen kann, aber dort gab es die besten Meeresfrüchte. Als erstes haben wir unser Lieblingsgericht dort bestellt, Krabbenrücken. So lecker und eigentlich so erfrischend. Aber natürlich, wenn du den Geschmack vom Meer nicht magst, dann würde ich es nicht empfehlen. Dann haben wir noch eine Platte mit Muscheln bestellt. Ich habe keine Muscheln probiert, weil ich ein bisschen Angst vor dem Geschmack hatte. Mein Freund hat eine gegessen und gesagt, dass sie zu stark nach Meer geschmeckt hat, als hätte er ins Meer gebissen. Also habe ich gesagt, nein danke und habe sie nicht probiert. Aber trotzdem ein super Ort für Meeresfrüchte. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in San Francisco seid. Danach war es Zeit, zum Hafen zu gehen, Richtung Alcatraz. Aber zuerst Waymo. Es war mein erstes Mal in einem Waymo und ich muss ehrlich sagen, es wird besser als ich. Ich weiß nicht, was es über mich oder Waymo sagt, aber jetzt vertraue ich es 100%. Jetzt auf dem Schiff nach Alcatraz. Die Aussicht war richtig schön, wie immer, auf dem Wasser. Auf einer Seite San Francisco, in der Mitte die Golden Gate Bridge und auf der anderen Seite Alcatraz. Aber ich muss sagen, ich hätte es besser genossen, wenn es keine Fliegen gegeben hätte. Ich wusste nicht, dass es so viele Fliegen auf dem Schiff gab. Zum Glück haben wir Fächer bekommen und ja, ich habe meinen benutzt. Auf der Insel gab es weniger Fliegen, Gott sei Dank. Aber am Anfang war es schwer für mich zu konzentrieren, weil mit den Fliegen war es richtig heiß und richtig windig. Aber trotzdem, die Aussicht war richtig schön und wir haben sehr viele coole Schiffe gesehen. Vor dem Hauptgebäude, wo das Gefängnis ist, waren auch andere Häuser und Strukturen. Es gab einen Leuchtturm, einen Wasserturm, ein altes Bürogebäude, das Haus, wo der Wächter gewohnt hat, und ein Leichenhaus. Dann waren wir im Gefängnis. Es gab eigentlich nicht so viel zu sehen, als ich gedacht hatte. Der größte Teil war der Zellenblock mit 3 Etagen. Manche hatten Betten und manche hatten noch die Toiletten. Lustige Geschichte. Am Anfang hat unser Tourguide gesagt, dass die Toiletten nicht funktionieren und dass man sie bitte nicht benutzen soll. Also jetzt frage ich mich, ob sie es aus Spaß sagen oder ob jemand wirklich mal versucht hat, die Toiletten zu benutzen. Wir haben auch die Duschen, den Besucherraum, das Esszimmer und die Bücherei gesehen. Aber am interessantesten fand ich die Dunkelzellen. Diese Zellen waren eine Art Strafe für die Gefangenen. Die Gefangenen mussten dort bleiben, bis es entschieden wurde, dass sie sich wieder gut benehmen können. Diese Zellen waren komplett dunkel. Keine Sonne, keine Lichter, gar nichts. Es war ein bisschen krass für mich zu sehen, weil ich mich nicht vorstellen kann, ohne Licht zu sein. Und ich fand es ein bisschen traurig, jemanden so zu bestrafen. Aber ich kenne mich nicht mit Gefängnisse oder Strafen aus, also kann ich nicht viel darüber sagen. Das war Alcatraz. Ich hatte es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber trotzdem war es richtig spannend, dahin zu gehen und etwas darüber zu lernen. Diese Erfahrung aber wäre 1000-mal besser gewesen ohne Fliegen. Aber die Schuld liegt bei den Fliegen, nicht Alcatraz. Also, wenn ihr Angst vor Fliegen habt, dann würde ich nicht dahin gehen. Aber wenn es kein Problem für euch ist, dann würde ich Alcatraz auf jeden Fall empfehlen.